Kennt das jemand? Man macht Beckenbodenübungen und trotzdem wird der Beckenboden einfach nicht besser. Man muss sich anhören, du übst nicht fleißig genug oder du machst es bestimmt nicht richtig. Ja, und wie macht man es nun richtig? Das ist wie wenn man die Zähne putzt wie ein Weltmeister und trotzdem Löcher bekommt. Du putzt bestimmt nicht richtig, sagt der Zahnarzt beim 10. Besuch zum 10. Mal. Sehr hilfreich. Wie wäre es, wenn ich euch sage, dass ihr vermutlich gar nichts falsch macht, sondern dass die empfohlenen Maßnahmen alleine nicht unbedingt geeignet sind, euren Beckenboden fit zu machen. Wie ihr schon gemerkt habt, soll es in diesem Video um den Beckenboden gehen. Dass es den Beckenboden überhaupt gibt, fällt einem meist erst so richtig auf, wenn er nicht mehr ganz funktioniert. Plötzlich fällt es schwer, in ganz normalen Situationen unten dicht zu halten. Oft ist es nach einer Geburt der Fall. Dann fühlt sich der Beckenboden unter Umständen wie eine schlecht gespannte Hängematte an. Was ist eigentlich dieser ominöse Beckenboden? Eigentlich ist es kein Boden, sondern vereinfacht dargestellt eine Art Hängematte. Aus Muskeln. In dieser Zeichnung sieht man das Becken von der Seite. Eine Hälfte ist weggenommen, damit man reinschauen kann. Zur Orientierung, hier vorn ist das Schambein, hier hinten das Kreuzbein und unten dran der Knochenzipfel ist das Steißbein. Der Beckenboden, rot dargestellt, hat mehrere Etagen. Hier ist der unterste Teil davon. Der gleicht tatsächlich einer Art Hängematte. Eine Hängematte mit Lücken drin für die Harnröhre, den After und bei der Frau die Vagina. Eine Etage höher befindet sich eine weitere solche Muskelhängematte. Zusammen mit diversen Bändern, das sind die weißen Strukturen im Bild, werden so die Organe im kleinen Becken am Platz gehalten. Die Blase, der Enddarm und bei der Frau die Gebärmutter. Eine Hängematte wird gewöhnlich an zwei Seiten aufgehängt. Die Muskelhängematten des Beckenbodens sind vorn am Schambein und hinten zum Teil über sehnige Strukturen am Steißbein und Kreuzbein aufgehängt. Die von euch, die sich mit Anatomie auskennen, werden jetzt einwenden, aber der Beckenboden ist doch rundum im Becken befestigt. Und zwischen den beiden Muskelhängematten gibt es im vorderen Beckenbereich noch eine kleinere dritte Hängematte. Das stimmt natürlich. Aber da die Hauptzugkräfte von vorn nach hinten wirken, habe ich das Modell der Hängematte gewählt. Die veranschaulicht das Prinzip ganz gut, finde ich. Direkt nach der Geburt ist es normal, dass der Beckenboden etwas mitgenommen ist. Wenn die Geburt lang und anstrengend war, können die Probleme auch einige Zeit anhalten. Mit genügend Schonung in der Wochenbettzeit erholt sich der Beckenboden normalerweise wieder. Aber leider ist das eben nicht immer der Fall. Einige Frauen haben auch noch lange nach der Geburt Probleme und viele Menschen haben bei uns Beckenbodenprobleme, obwohl sie nie ein Kind bekommen haben. Was passiert nun, wenn uns der Beckenboden im Stich lässt? Ich habe den Beckenboden hier nochmal vereinfacht dargestellt. Ist der Beckenboden nicht so straff gespannt wie normalerweise, hängt er durch. Logischerweise. Deshalb funktioniert er auch nicht wie erwartet. Er hält den Harn beim Husten und beim Niesen nicht zurück und die inneren Organe bleiben nicht an ihrem Platz. Dabei können also die Harnblase, die Gebärmutter oder der Darm sich senken. Im schlimmsten Fall fallen diese Organe quasi unten raus. Fast. Was tut man nun, um den Beckenboden wieder fit zu kriegen? Jeder, der damit schon mal zu tun hatte, weiß, was uns empfohlen wird. Auf einem Stuhl sitzen, den Beckenboden fühlen, ihn anspannen und locker lassen und anspannen und hochziehen. Kommt euch vielleicht bekannt vor. Sogenannte Kegelübungen sind es. Oder manche verwenden Liebeskugeln. Das sind Objekte in verschiedenen Formen und aus verschiedenem Material. Es gibt da immer modernere Sachen, die man in der Vagina mit sich herumträgt und die den Beckenboden trainieren sollen, indem man sie die ganze Zeit festhalten muss.
Wenn man davon ausgeht, dass der Beckenboden wie eine Muskelhängematte am Beckenausgang aufgespannt ist, sind diese Übungen logisch. Man trainiert die schwachen Muskeln und sie werden kräftiger, so wie andere Muskeln eben auch. In der Realität funktioniert das teilweise, aber oft genug eben auch nicht wie erwünscht. Viele Frauen machen besagte Übungen jahrelang und haben trotzdem Probleme mit dem Beckenboden. Und wenn sie die Kegelübungen ernst nehmen und richtig fleißig trainieren, kriegen sie einen ziemlich verkrampften, schmerzhaften Beckenboden. Wo ist jetzt der Fehler dabei? Schauen wir uns den Beckenboden mal genauer an. Hier ist wie gesagt unsere Beckenbodenhängematte. Aufgespannt zwischen Schambein und Steißbein bzw. Kreuzbein. Das gängige Modell, auf dem die Empfehlung zu Kegelübungen beruht, sieht das Becken als einen ziemlich starren Ring. Die Aufhängepfosten der Hängematte, hier und da, werden als ziemlich unbeweglich wahrgenommen. Die einzige bewegliche Komponente in diesem Bild ist der Beckenboden. Und folglich muss man ihn durch Muskeltraining kräftigen. Allerdings ist das Becken eben kein starrer Ring. Das Steißbein besteht aus mehr oder weniger beweglichen Knöchelchen. Es ist über ein Gelenk, hier, am Kreuzbein angebracht. Das Kreuzbein wiederum wird über Gelenke, die Iliosakralgelenke, im Beckenring befestigt. Ihr habt also richtig gehört, da sind Gelenke. Und wo es Gelenke gibt, gibt es Bewegung. Auch wenn diese Gelenke zum Teil nur geringe Bewegung zulassen. Mein Modell hier übertreibt ein bisschen, um das anschaulicher zu machen. Sind diese Bewegungen ausschlaggebend für die Gesundheit des Beckenbodens. Der Beckenboden kann nämlich über die Stellung des Kreuz- und Steißbeins angespannt werden oder locker durchhängen, wenn Kreuz- und Steißbein nach innen gezogen werden. Er kann sich auch verkürzen, wenn Kreuz- und Steißbein ständig mehr nach innen gezogen sind. Denn die Muskellänge passt sich mit der Zeit daran an, wie der Muskel gehalten und verwendet wird. Wie beeinflusst man nun die Position von Kreuz- und Steißbein? Und warum sind Beckenbodenprobleme bei uns so verbreitet, auch ohne dass eine Geburt im Spiel war? Unsere Kultur ist eine Sitzkultur. Ab dem Alter von 6 bis 7 Jahren verbannen wir unsere Kinder für mehrere Stunden täglich, über 10 bis 12 Jahre, sitzend an einen Tisch. Auf eine gute Körperhaltung wird dabei selten bis nie geachtet. Also hängt man, meist mit rundem Rücken und nach hinten gekipptem Becken, auf seinem Stuhl und gewöhnt sich eine ziemlich schlechte Haltung an. Dann fährt man im Bus oder im Auto nach Hause. Ratet mal, in welcher Sitzhaltung. Und zu Hause lümmelt man genauso gekrümmt auf dem Sofa herum. Das Ganze alles am besten in knallengen Jeans, die sowieso kaum Bewegung zulassen. Was passiert dabei mit dem Beckenboden? Wenn die Muskeln, die uns eigentlich gerade halten sollen, nicht trainiert sind, weil wir dauernd krumm sitzen, verkümmern sie oder verkürzen sich. Ich habe diese Muskeln hier vereinfacht als blauen Faden dargestellt. In Wirklichkeit gibt es da natürlich viel mehr Muskeln, die unseren gesamten imaginären Schwanz aufrichten. Sind diese Muskeln untrainiert, gibt es zum Beckenboden keinen gleichwertigen Gegenspieler, der Steiß- und Kreuzbein in einer guten Position hält. Sitzen wir dann auch noch auf dem Steißbein, wird dieses erst recht nach innen gedrückt. Zunächst hängt der Beckenboden durch. Auf Dauer verkürzt er sich und ist weniger stark, weil ein verkürzter Muskel nicht die gleiche Muskelkraft aufbringen kann wie ein normal langer Muskel. Übrigens hat das auch einen Einfluss darauf, wie leicht eine Geburt wird. Wenn wir den Beckenausgang durch unsere täglichen Haltungsgewohnheiten verkleinern, ist es kein Wunder, wenn es schwerer wird, ein Baby zu gebären. Da die Muskeln, die uns gerade halten sollen, unterbeschäftigt und untrainiert sind, laufen wir schließlich genauso zusammengesunken herum, wie wir uns das Sitzen angewöhnt haben. Für die Gesamtkörperhaltung allgemein und für den Beckenboden im Speziellen gar nicht gut. Gesund und normal ist es, den ganzen Körper und das Becken
beim Laufen und Stehen aufrecht zu halten. Dabei ist die Körperachse senkrecht. Stellt euch vor, man zieht euch wie an einem unsichtbaren Faden, der oben am Kopf festgemacht ist, nach oben. Dann solltet ihr gerade stehen. Nicht so und auch nicht so, sondern so. Ist euer Becken dabei gerade? Es sollte in der Neutralhaltung nicht nach vorn und auch nicht nach hinten kippen. Dann sind die Muskeln und Bänder im Gleichgewicht. Woran kann man erkennen, dass das Becken im Gleichgewicht ist? Sucht euch die Symphyse. Das ist der Knochen hier vorn in der Mitte. Als zweites sucht ihr euch den vorstehenden Knochen hier von oben am Becken. Auf schlau heißt das Spina iliaca anterior superior und die gibt es auf beiden Seiten. Heißt auf Deutsch auch vorderer oberer Darmbeinstachel. Diese beiden Punkte, Symphyse und Darmbeinstachel, verbindet man zu einer gedachten Linie. Steht diese Linie senkrecht, gilt das Becken als gerade. Ist das Becken gerade, wird der Beckenboden leicht nach hinten gerichtet getragen, so dass der Druck der inneren Organe eher auf dem vorderen Teil ruht, dort wo der Beckenboden mit einer dritten Beckenbodenhängematte verstärkt ist und sich das Schambein befindet. In einer nachlässigen Körperhaltung dagegen kippt das Becken so, dass der Beckenboden die tiefste Stelle bildet. Die Last der inneren Organe ruht nun verstärkt auf dem gesamten Beckenboden und belastet ihn unnötig. Das Ganze in Kombination mit einem durchhängenden oder verkürzten Beckenboden, der bei dieser Haltung durch das eingezogene Steißbein üblicherweise entsteht, verstärkt das Problem. Was passiert nun, wenn wir in dieser Situation auch noch konzentriert Kegelübungen machen? Man zieht das Steißbein noch weiter rein. Der Beckenboden wird nicht wirklich kräftiger, sondern nur kürzer und verkrampfter. Das Gute ist, es gibt auch Muskeln, die uns aufrecht machen und die Kreuz- und Steißbein in die andere Richtung ziehen. Hier in meinem Modell habe ich sie blau dargestellt. Diese spannen den Beckenboden, ohne ihn zu verkürzen. Bei diesen Muskeln handelt es sich primär um die Gesäßmuskeln und auch Streckmuskeln im Rücken sind beteiligt. Die Versuchung liegt nahe, sich jetzt auf diese Muskeln zu stürzen und sie einseitig zu trainieren. Das ist ein ziemlich beliebter Fehler heutzutage. Aber ein Muskel bewegt sich nie isoliert vom Rest des Körpers. Es ist immer ein Zusammenspiel mehrerer Muskeln und Körperteile. Wenn man das ignoriert und zu einseitig trainiert, zementiert man Schieflagen eher, als dass man sie löst. Das Ziel sollte daher sein, gesunde Bewegungsmuster zu erlernen. Solche, die wir ganz natürlich erlernt hätten, wäre uns nicht unsere penetrante Sitzerei dazwischen gekommen. Und noch so einige andere moderne Bewegungsbesonderheiten. Wie können wir nun zu natürlichen Bewegungsmustern zurückfinden? Die schlechte Nachricht ist, das Problem lässt sich langfristig nicht mit ein paar Übungen lösen, wenn man dabei gleichzeitig schlechte Angewohnheiten beibehalten will. Die gute Nachricht ist, neue Gewohnheiten lassen sich erlernen. Das dauert seine Zeit, so wie es auch gedauert hat, sich jahrelang schlechte Gewohnheiten anzueignen. Aber neue gute Gewohnheiten lassen sich auch in ein modernes Leben integrieren, ohne dass man deshalb die Stühle aus dem Haus werfen muss oder überall hin zu Fuß gehen muss. Obwohl natürlich zu Fuß gehen oder keine Stühle auch eine Möglichkeit und eine gesunde Sache wären. Eine einfache Möglichkeit ist das Barfußlaufen. Heutzutage gibt es sogar spezielle Barfußschuhe, sodass man, wenn man will, den ganzen Tag drinnen wie draußen barfuß oder so gut wie barfuß laufen kann. Nicht, dass man das zwingend muss. Außer Haus ziehe ich nach wie vor normale Schuhe an. Aber zu Hause gehe ich barfuß. Wenn es kalt ist, trage ich Schuhe mit einer dünnen Sohle. Hier seht ihr einmal einen sogenannten Barfußschuh, das ist der schwarze im Bild. Zurzeit trage ich aber am liebsten die handgenähten Mokassins, die ich mir aus den USA bestellt habe. Um die Spannung des Beckenbodens zu verbessern, lohnt es sich, sich mit der traditionellen Hocke zu beschäftigen. In Kulturen, die nicht überall Sitzmöbel haben, geht man statt zu sitzen in die Hocke. Stundenlang verharren die Leute so, waschen ihre Wäsche, tauschen den neuesten Dorftratsch aus.
Diese Art der Hocke trainiert ganz automatisch die Gesäßmuskeln. Und die Gesäßmuskeln wiederum setzen am Steißbein und Kreuzbein an. Und da auf der anderen Seite ist der Beckenboden. Sie sind also eine Art Gegenspieler zum Beckenboden. In meinem Beckenbodenmodell hier wäre das diese blaue Schnur. Hier unten ist der Beckenboden und hier die Gegenspieler, die hier oben den Schwanz aufrichten, das sind die Gesäßmuskeln zum größten Teil. Sie machen also auf ganz natürliche Weise den Beckenboden weit und wirken einer Verkürzung desselben entgegen. Daher ist die Hocke gut für den Beckenboden und ist auch eine gute Gebärhaltung. Kleine Kinder können auch noch so hocken. Die Füße samt Fersen parallel auf dem Boden, Rücken gerade, offenbar ganz bequem. Wenn ich das versuche, Füße samt Fersen parallel auf den Boden, Rücken gerade, Hintern nicht einziehen, sondern rausstrecken, dann komme ich nicht ganz bis runter, obwohl ich schon eine Weile übe. Meine Muskeln und Sehnen sind durch Jahre westlichen Lebensstils verkürzt. Es dauert genauso Jahre, den Körper wieder an andere Bewegungsmuster zu gewöhnen. Aber es hat bereits einen Effekt, auch wenn der Idealzustand noch nicht erreicht ist. Wir, die wir meist auf Stühlen sitzen, hocken stattdessen so. Fersen hoch, Knie auseinander. Das verkleinert den Beckenausgang eher und ist deshalb auch für die Geburt keine günstige Position. Trotzdem kann auch für uns die Hocke nützlich sein, wenn wir die traditionelle Art zu hocken wieder lernen. Was kann man noch tun? Wir verwenden zum Beispiel diese Toilettenhocker, mit denen man auf dem Klo eine natürlichere Sitzhaltung einnehmen kann, ohne dass man gleich die Toilettenschüssel rauswerfen muss. Wenn ich das Spielzeug der Kinder aufhebe oder immer dann, wenn ich mich herunterbeuge, achte ich darauf, dass ich mit einer guten Haltung in die Hocke gehe. Wenn ich sitzen muss, achte ich darauf, dass ich gerade sitze. Auf den Sitzbeinhöckern, ratet mal, warum es Sitzbein heißt, und nicht auf dem Steißbein. Um eine gute Sitzhaltung zu fördern, gibt es verschiedene Hilfsmittel. Ich finde den Kniehocker ganz angenehm, obwohl man natürlich auch darauf eine schlechte Haltung einnehmen kann. Aber eine aufrechte Haltung fällt damit doch leichter als auf einem normalen Stuhl. Prinzipiell hilft es, wenn beim Sitzen die Knie etwas tiefer sind als das Becken. Alternativ kann man auch einen Stehschreibtisch verwenden. Das mache ich bei der Computerarbeit. Manche Leute sind der Meinung, Männer stehen deshalb, natürlich unbewusst, auf Frauen mit einem knackigen Hintern. Weil ein knackiger Hintern bedeutet, dass die Frau einen gesunden Beckenboden hat und deshalb problemlos Kinder zur Welt bringen kann. Ist also ein Fruchtbarkeitszeichen. Wie es um euren Beckenboden steht, könnt ihr tatsächlich ganz gut daran ablesen, wie flach oder rund euer Popos ist. Wobei die Rundungen weniger vom aufgerichteten Kreuz- und Steißbein kommen. Die Bewegung dieser Knochen ist zwar entscheidend, aber nicht ganz so groß wie hier in meinem Modell dargestellt. Der runde Po kommt vielmehr von gut trainierten Po-Muskeln. Und das sind vorwiegend auch die Muskeln, die am Kreuz- und Steißbein ansetzen und so den Beckenboden spannen. Natürlich kann man neben der Verbesserung der Alltagsbewegungen auch bestimmte Übungen machen. Dabei denke ich aber an etwas anderes als klassische Beckenbodenübungen. Wenn man sich traditionelle Tänze anschaut, fällt etwas auf. Die Tanzbewegungen der Frauen bestehen vorwiegend aus sich wiederholenden rhythmischen Bewegungen, die das Becken betonen. Man vermutete, dass dies Fruchtbarkeitstänze sind, die die Geburt erleichtern sollen. Recht bekannt ist dabei der orientalische Bauchtanz. Eurem Beckenboden ist es dabei ziemlich egal, ob ihr ein Bauchtanzprofi oder ein Laie seid. Dieser Tanz trainiert die Haltung, den Beckenboden und er macht Spaß und sieht auch noch sehr weiblich aus. In meinen jüngeren Jahren fuhr ich voll auf Indianer ab.
Ich nähte mir meine eigene Kleidung und nahm auch an Powwows teil. Powwow, indianisches Tanzfest für alle Uneingeweihten. Bei den Ureinwohnern Nordamerikas besteht der traditionelle Frauentanz aus nicht viel mehr als aus wippenden Schritten. Man könnte meinen, ziemlich langweilig, aber ganz nebenbei wird da eine aufrechte Haltung und der Beckenboden trainiert. Natürlich eignen sich auch europäische Tänze. Damit bin ich persönlich aber nicht so vertraut. Welche Lieblingstanzart man hat, ist eigentlich relativ egal. Nur viele Sprünge sollten nicht dabei sein, wenn man mit dem Beckenboden Probleme hat. Tanzen fördert allgemein eine aufrechte Haltung und hält den Beckenboden im Gleichgewicht. Eine weitere Möglichkeit, dem Beckenboden etwas Gutes zu tun, ist das sanfte Wippen auf einem Trampolin, aber ohne dass die Füße dabei abheben. Die Palette aus Übungen und Ansätzen zur Verbesserung der Körperhaltung und des Beckenbodens ist groß. Ob Tanzen, Schwimmen, Yoga, Pilates, Kantjenika und so weiter. Da kann sich jeder aussuchen, was ihm Spaß macht. Es gibt noch einen weiteren Faktor, der die Körperhaltung und somit die Beckenbodenfitness beeinflusst. Ich habe gemerkt, dass ich nach einer Geburt Probleme bekomme, aber nicht so sehr wegen der Geburt selber, sondern weil der Stress mit dem neuen Baby mich in eine miserable Körperhaltung sinken lässt. Sowas. Die Psyche spielt also eine wichtige Rolle und spiegelt sich in der Körperhaltung. Ist ja auch nichts Neues. Der Hund zieht den Schwanz ein, wenn er sich geschlagen gibt, und wir ziehen unseren imaginären Schwanz ein, wenn wir uns nicht wohlfühlen. Zum Glück kann ich mir solche Probleme mit den beschriebenen Möglichkeiten auch schnell wieder wegtrainieren. Diese Ideen sind übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, wenn ihr das jetzt denkt, sondern stammen von der Amerikanerin Katie Bowman. Unter anderem, ich habe mich auch woanders belesen, aber sie hat da so die innovativen Ideen. Ihr Buch Bewegung liegt in deiner DNA gibt es jetzt auch auf Deutsch. Darin findet ihr ausführliche Übungen und Anregungen, wie man gesunde Bewegungsmuster wieder erlernen kann. Zum Beispiel auch, wie genau man wieder die traditionelle Hocke lernt und genau, Anleitungen für die traditionelle Hocke findet man übrigens auch im Internet und auf Deutsch habe ich gefunden. Material ist also da, um sich da einzulesen. Ich sage jetzt nicht, dass ihr überhaupt keine Beckenbodenübungen machen sollt und dürft. Das ist ganz euch überlassen, solange man auch die übrigen Muskeln berücksichtigt, die den Beckenboden gespannt halten, kann man diese Übungen in Maßen bedenkenlos machen. Dabei darf man nur nicht vergessen, nichts ist so wirkungsvoll wie veränderte Gewohnheiten.